11. Oktober 2002. Der Mossad ernennt einen neuen Direktor. Unauffällig, unbekannt. Der Iran nimmt davon nicht einmal Notiz. Doch für den Iran war das der Moment, in dem die Hölle begann. Vor Dagan beobachtete der Mossad. Unter Dagan begann er einen Krieg. Still, präzise, verheerend. Wissenschaftler, die auf dem Weg zur Arbeit ums Leben kamen. Zentrifugen, die mitten im Betrieb ausfielen. Das Atomprogramm, das der Iran 30 Jahre lang aufgebaut hatte, brach in Echtzeit zusammen. Und niemand konnte es aufhalten oder erklären. Dann bekam Teheran einen Namen: Meir Dagan. Der iranische Geheimdienst rechnete nach und die Schlussfolgerung erschütterte ihre Kommandostruktur. Jedes Jahr, das dieser Mann im Amt blieb, kostete sie 2 Jahre Fortschritt auf dem Weg zur Bombe. Also versuchten sie 11 Jahre lang, ihn zu töten. Jedes Land, jede Methode, jeder Informant, jedes einzelne Mal spektakulärer Fehlschlag. Aber wie? Wie wurde ein unscheinbarer Mann zur gefährlichsten Person im Nahen Osten? Warum wurden Agenten, die 7 Monate lang jedes Detail der Ermordung Dagans einstudiert hatten, gestoppt, noch bevor die Operation überhaupt begann? Und warum jagte einer der fähigsten Geheimdienste der Welt über ein Jahrzehnt lang ein Ziel und ging jedes Mal mit nichts als toten Agenten davon? Die Antworten auf all diese Fragen gleich jetzt in diesem Video. Wenn genau diese Art von Geschichte das ist, weswegen du hier bist, abonniere den Kanal jetzt gleich. Klicke auf die Glocke, werde Teil des Kanals und verpasse kein einziges Video. Bleib dran, es wird nur noch besser. Um zu verstehen, was Dagan aufgebaut hat und warum der Iran so verzweifelt darauf aus war, ihn zu vernichten, musst du verstehen, woher er kam. Meir Dagan wurde 1945 auf einem sowjetischen Transportschiff geboren, das jüdische Flüchtlinge über das Schwarze Meer beförderte. Seine Familie hatte den Krieg mit einem so knappen Vorsprung überlebt, dass es fast unmöglich schien. Sein Großvater wurde 1942 von einer ukrainischen SS-Einheit hingerichtet. Sein Vater überlebte dasselbe Massaker, in dem er stundenlang regungslos unter einem Leichenhaufen lag. Dagan wuchs mit dieser Geschichte auf. Er trug sie für den Rest seines Lebens mit sich. Er trat schon jung in die israelische Armee ein, diente in Eliteeinheiten während mehrerer Kriege und erwarb sich den Ruf, jemand zu sein, der Probleme lieber direkt löste, anstatt sie aus der Ferne zu studieren. Er war nicht für Zurückhaltung bekannt, er war für Ergebnisse bekannt. Als Ariel Sharon ihn im Oktober 2002 zum Direktor des Mossad ernannte, hatte Dagan bereits Jahrzehnte damit verbracht, in den Grauzonen zu agieren, wo offizielle Politik endete und notwendiges Handeln begann. Sharon soll ihm zu Beginn seiner Amtszeit eine einzige Anweisung gegeben haben: Mach den Mossad tödlicher. Dagan musste man das nicht zweimal sagen. Die Organisation, die er übernahm, war fähig, aber vorsichtig. Der Mossad hatte sich in den 90ern stark auf die Informationsbeschaffung konzentriert. Informanten führen, Bedrohungen überwachen, politische Entscheidungsträger beraten. Wichtige Arbeit. Doch Dagan sah etwas, was die Berichte nicht erfassten. Der Iran baute eine Bombe. Der Zeitplan verkürzte sich und konventioneller diplomatischer Druck würde das nicht aufhalten. Innerhalb weniger Monate nach seiner Ernennung waren die Veränderungen für jeden sichtbar, der innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft genau hinschaute. Neue operative Einheiten, neues Personal, eine grundlegende Verschiebung im Verhältnis zwischen Beobachtung und Aktion. Der Mossad beobachtete den Iran nicht mehr nur, er ging gegen ihn vor. Der iranische Geheimdienst bemerkte dies früh. Nicht die Einzelheiten, noch nicht. Aber das Aktivitätsmuster rund um die iranische Nuklearinfrastruktur veränderte sich auf eine Weise, die auf eine koordinierte Aktion hindeutete,
hinter der ein leitender Kopf steckte. Bis zum Jahr 2003 hatten sich ihre internen Einschätzungen auf einen Namen geeinigt: Meir Dagan, der unscheinbare neue Direktor. Der Mann, den niemand auf dem Schirm hatte. Ihre Berechnung war schonungslos. Dagan hatte einen ganzen Geheimdienst um ein einziges Ziel herum umstrukturiert: Irans Atomprogramm mit allen verfügbaren Mitteln zu stoppen. Er hatte das Mandat, die Ressourcen und die offensichtliche Bereitschaft, beides ohne zu zögern einzusetzen. Der iranische Geheimdienst schätzte, dass jedes Jahr, das dieser Mann im Amt blieb, sie 2 Jahre Fortschritt auf dem Weg zur Bombe kosten würde. Kein Rückschlag. 2 volle Jahre. Pro Jahr. Für Teheran war das kein Geheimdienstproblem. Es war kein diplomatisches Problem. Es war ein Problem, das eine physische Lösung erforderte. Die Entscheidung, Dagan zu jagen, fiel im Jahr 2003. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnten, war, was seine Amtszeit noch hervorbringen würde. Das Ausmaß dessen, was Dagan versuchte, lässt sich kaum übertreiben. Das iranische Atomprogramm war im Jahr 2002 kein Gerücht und keine Geheimdienstschätzung. Es war eine Tatsache. Die Anreicherungsanlage in Natanz befand sich im Bau. In Arak wurden Schwerwasserreaktoren errichtet. In Isfahan lief die Uranumwandlung. Die IAEO hatte bereits Berichte vorgelegt, in denen sie ernsthafte Besorgnis äußerte. Die diplomatische Maschinerie der internationalen Gemeinschaft setzte sich in Bewegung. Langsam, vorsichtig, so wie sie sich immer bewegt, wenn die Antwort für alle bereits offensichtlich ist, aber niemand sie laut aussprechen will. Dagan hatte kein Interesse daran, auf die Diplomatie zu warten. Seine Ansicht, die er privat äußerte und die später in mehreren Berichten ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter dokumentiert wurde, war eindeutig. Ein Iran mit Atomwaffen war eine existenzielle Bedrohung für Israel. Und existenzielle Bedrohungen warten nicht darauf, dass Sanktionen greifen. Im weiteren Verlauf seiner Amtszeit wurde das volle Ausmaß dessen, was er in Gang gesetzt hatte, unmöglich zu ignorieren. Iranische Atomwissenschaftler begannen zu sterben. Massoud Ali Mohammadi, erschossen durch eine ferngesteuerte Bombe, die im Januar 2010 an einem Motorrad vor seinem Haus in Teheran angebracht war. Majid Shariari, 10 Monate später bei einem fast identischen Anschlag getötet. Dariush Rezaeinejad, im Juli 2011 vor dem Kindergarten seiner Tochter erschossen. Jeder Tod war genau kalkuliert. Das waren keine zufälligen Ziele. Es handelte sich um ganz bestimmte Personen, deren Fachwissen unersetzlich war. Sie auszuschalten bedeutete nicht nur, das Programm zu verlangsamen. Es verlor institutionelles Wissen, dessen Wiederaufbau Jahre gedauert hätte. Und dann kam Stuxnet. Im Jahr 2010 wurde eine Software in den Steuerungssystemen der iranischen Urananreicherungsanlage in Natanz entdeckt. Sie war mindestens 2 Jahre lang unentdeckt geblieben. Was sie tat, war außerordentlich präzise. Sie sorgte dafür, dass sich die für die Urananreicherung zuständigen Zentrifugen mit unregelmäßigen Geschwindigkeiten drehten, wodurch sie von innen zerstört wurden, während sie jedem Überwachungssystem einen normalen Betrieb meldeten. Die iranischen Ingenieure sahen zu, wie ihre Zentrifugen ausfielen und hatten keine Ahnung warum. Als die Software identifiziert wurde, waren schätzungsweise 1000 Zentrifugen zerstört. Das Natanz-Programm wurde um Jahre zurückgeworfen. Die Informationen, die all dies ermöglichten, kamen vom Mossad. Sie kamen von Dagan. Teheran hatte mit seiner Einschätzung im Jahr 2003 recht gehabt. Der Mann, den sie zu jagen beschlossen hatten, war genauso gefährlich, wie sie befürchtet hatten. Die Entscheidung, ihn zu töten, war richtig gewesen. Die Umsetzung dieser Entscheidung war eine ganz andere Sache.
Es gibt noch ein Detail, das es wert ist, im Gedächtnis zu behalten, bevor die Operationen beginnen. Dagan hatte während seiner gesamten Amtszeit als Direktor etwas auf seinem Schreibtisch stehen. Ein Foto. Schwarz-weiß, aus Kriegszeiten, irgendwo in Osteuropa. Ein älterer jüdischer Mann, der im Schnee kniet, umringt von deutschen Soldaten, kurz vor seiner Hinrichtung. Der Mann auf dem Foto war Dagans Großvater. Er bewahrte es nicht als Andenken auf. Er bewahrte es als Mahnung davor, was passiert, wenn eine Bedrohung nicht rechtzeitig ernst genommen wird. Wenn Warnsignale übersehen werden. Wenn das Unauffällige ungeprüft bleibt. Der Iran hatte seine Ernennung nicht bemerkt. Sie hatten ihn nicht überprüft. Was der Iran nicht wusste, zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnte, war, dass die Jagd bereits kompromittiert war, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Irgendwo innerhalb der iranischen Geheimdienststruktur, auf einer Ebene, die hoch genug war, um Zugang zur operativen Planung zu haben, gab es eine Quelle. Eine Quelle, die Informationen an den Mossad weitergab. Eine Quelle, deren Identität bis heute geheim ist. Der Iran sollte diese undichte Stelle erst 8 Jahre später entdecken. Bis dahin wären 4 Operationen gescheitert. 4 Teams wären auffliegen. Und Dagan, die unscheinbare Ernennung, die niemand bemerkt hatte, wäre still und leise, zu seinen eigenen Bedingungen, lebendig in den Ruhestand gegangen. 4 Versuche, 4 Fehlschläge. Aber welcher kam der Wahrheit am nächsten? Und warum erkannte der Iran die Wahrheit erst, als es bereits zu spät war? Ende 2002 hatte der iranische Geheimdienst einen Namen, eine Einschätzung und ein Problem, das er mit konventionellen Mitteln nicht lösen konnte. Was er nun brauchte, war ein Plan. Was er stattdessen in den folgenden Monaten aufbaute, war etwas, das wie ein Plan aussah, aber in Wirklichkeit eine Reihe von Annahmen war, die als Geheimdienstinformationen getarnt waren. Die erste Operation war Wien, 2003. Hier ist, was die iranische Seite zu wissen glaubte. Dagan pflegte, wie viele hochrangige Geheimdienstchefs, eine kleine Anzahl fester Gewohnheiten. Vorhersehbare Rhythmen in einem ansonsten unvorhersehbaren Leben. Einmal im Jahr reiste er nach Europa zu Treffen, die der israelische Geheimdienst intern als Verbindungstreffen bezeichnete. Ruhige, inoffizielle Gespräche mit Kollegen aus befreundeten Diensten. Die Art von Treffen, die nicht in offiziellen Terminplänen auftauchen und niemals öffentlich bestätigt werden. Der iranische Geheimdienst hatte aus seinem europäischen Netzwerk genügend Fragmente zusammengesetzt, um ein Muster zu erkennen. Dieselbe Stadt, derselbe allgemeine Zeitrahmen und bei mindestens 2 Gelegenheiten dasselbe Hotel. Das Hotel befand sich in Wien. Für den Iran war dies nicht nur ein Ort. Es war eine Schwachstelle, ein fester Punkt bei einem Mann, der ansonsten keine festen Punkte hinterließ. Sie begannen ihre Pläne darauf abzustimmen. Die Operation, die sie entwarfen, war elegant in ihrer Einfachheit. Keine Schützen, keine Autobomben, keine dramatischen Straßenkonfrontationen, die auf einen staatlichen Akteur zurückgeführt werden könnten. Stattdessen entschieden sie sich für Gift. Ein Kontaktgift. Die genaue Verbindung wurde nie öffentlich bestätigt, aber Berichte aus Geheimdienstkreisen beschreiben es als eine Substanz, die innerhalb von 12 bis 24 Stunden einen Herzstillstand verursachen kann, ohne dass bei einer Standardautopsie Spuren nachweisbar sind. Der Verabreichungsmechanismus war die Hotelzugangskarte. Die Karte würde an der Oberfläche mit dem Gift behandelt werden. Dagan würde einchecken, die Karte anfassen und innerhalb weniger Stunden nach Erreichen seines Zimmers würde die Substanz durch Hautkontakt in seinen Blutkreislauf gelangen. Man würde ihn tot in einem Hotelzimmer in einer neutralen europäischen Stadt finden. Keine Zeugen, keine Fingerabdrücke, kein politischer Zwischenfall. Schon die Art der Waffe allein verrät etwas über das institutionelle Gewicht, das hinter dieser Operation stand.
Kontaktgifte dieser Art lassen sich nicht improvisieren. Sie erfordern Laborsynthese, kontrollierte Handhabung und präzise Anwendung. Das war keine Einzelaktion. Es handelte sich um einen sanktionierten, finanzierten und professionell geplanten Attentatsversuch, der auf einer Ebene genehmigt wurde, die weit über den operativen Einsatz vor Ort hinausging. Damit es funktionierte, brauchten sie eines: jemanden im Inneren. Sie fanden ihn unter den Mitarbeitern an der Hotelrezeption. Ein Portier, ein Mann mit Spielschulden, einer Familie unter finanziellem Druck und ohne besondere Loyalität gegenüber irgendeinem Geheimdienst. Der iranische Geheimdienst sprach ihn über einen Mittelsmann in der iranischen Auswanderergemeinde in Wien an. Das Angebot war klar. Eine Summe, die seinem Gehalt von 3 Jahren entsprach. Im Austausch für eine einzige Aufgabe: die von ihnen bereitgestellte Schlüsselkarte annehmen, sie dem bestimmten Gast beim Einchecken geben und keine weiteren Fragen stellen. Der Portier willigte ein. Er nahm das Geld an einem Dienstag entgegen. 40 Minuten später rief er seinen Mossad-Kontaktmann an. Der Mossad unterhielt seit Jahren ein Netzwerk von Informanten in den großen Hotels Wiens. Eine übliche Vorsichtsmaßnahme in einer Stadt, die als einer der wichtigsten Treffpunkte Europas für Geheimdienste aus dem gesamten politischen Spektrum diente. Der Portier gehörte seit 1998 zu diesen Informanten. Er war bei einer routinemäßigen Razzia rekrutiert und im Hotel eingesetzt worden, um Gäste von Interesse zu melden. Er war noch nie für etwas Bedeutendes aktiviert worden. Dies war das erste Mal, dass jemand versucht hatte, ihn für etwas Wichtiges einzusetzen. Sein Kontaktmann hörte sich den vollständigen Bericht an, bestätigte die Details und innerhalb einer Stunde wurde die Information die Hierarchie hinaufgeleitet. Am selben Abend waren Dajans Reisepläne stillschweigend geändert worden. Er sagte die Wien-Reise nicht ab. Eine Absage hätte signalisiert, dass etwas schiefgelaufen war. Und das Letzte, was der Mossad wollte, war, dass der iranische Geheimdienst erfuhr, dass ihre Operation schon vor dem Start aufgeflogen war. Stattdessen checkte Dagan unter einem anderen Namen in einem anderen Hotel auf der anderen Seite der Stadt ein. Die ursprüngliche Reservierung im Zielhotel wurde beibehalten. Ein Zimmer wurde gebucht. Die Schlüsselkarte wurde vorbereitet und lag an der Rezeption bereit. Niemand holte sie jemals ab. Das Zimmer mit der präparierten Schlüsselkarte wurde nicht betreten. Es wurde dokumentiert, fotografiert und die Karte selbst wurde von israelischen Geheimdienstmitarbeitern, die unter diplomatischer Tarnung in Wien operierten, sorgfältig sichergestellt. Sie wurde zu einem Beweisstück, einem physischen Beweis für einen vom iranischen Staat sanktionierten Attentatsversuch auf ausländischem Boden. Die Art von Beweis, die nicht nur als Dokumentation, sondern auch als Druckmittel von Wert ist. Aber die Karte war nicht das Wertvollste, was aus Wien kam. Das Geld musste irgendwo herkommen. Iranische Geheimdienstoperationen laufen nicht mit Bargeld, das auf Parkplätzen übergeben wird. Sie basieren auf strukturierten Finanzströmen, die sorgfältig verschachtet sind, um Herkunft und Ziel zu verschleiern. Die Finanzermittlungseinheit des Mossad begann die Zahlungskette zu verfolgen, sobald der Portier die Annäherung gemeldet hatte. Es dauerte mehrere Wochen, aber die Spur war verfolgbar. Und am Ende stand ein Name. Der iranische Geheimdienstoffizier, der die Wiener Operation geplant und finanziert hatte, wurde identifiziert. Seine Rolle innerhalb des Geheimdienstapparats der IRGC wurde aufgezeichnet. Seine Kommunikationskanäle wurden dokumentiert. Und er wurde auf eine Liste gesetzt, die der Mossad intern als Prioritätenliste einstufte. Ein Verzeichnis iranischer Geheimdienstmitarbeiter, die direkt israelisches Personal oder Vermögenswerte im Ausland ins Visier genommen hatten. Auf dieser Liste zu stehen bedeutete nicht, dass sofort gehandelt wurde. Es bedeutete, dass von diesem Moment an jede seiner Bewegungen beobachtet wurde. Teheran erfuhr nie, dass all dies geschehen war. Was den iranischen Geheimdienst betraf, hatte die Wiener Operation einfach keine Ergebnisse gebracht.
Vielleicht hatte die Logistik nicht geklappt. Vielleicht hatte Dagan seine Pläne im letzten Moment geändert. Vielleicht hatte der Portier die Nerven verloren. Sie wussten nicht, dass ihr Informant seit 5 Jahren ein Doppelagent war. Sie wussten nicht, dass ihre Finanzströme aufgezeichnet worden waren. Sie wussten nicht, dass der Offizier, der die Operation geleitet hatte, nun in den Akten des Mossad als bekannte Person verzeichnet war. Aus Teherans Sicht war die Operation einfach verstummt. Keine Explosion, keine Verhaftung, kein öffentlicher Zwischenfall, keine diplomatischen Folgen. Nur Stille. Und in der Welt der verdeckten Operationen kann Stille falsch gedeutet werden. Der Iran erhielt kein Signal, dass ihre Operation aufgeflogen war. Sie erhielten gar nichts. Was bedeutete, dass der Misserfolg nach ihrer operativen Logik eher verfahrenstechnischer als struktureller Natur war. Ein behebbares Problem, kein grundlegendes. Diese Fehlinterpretation sollte sie in der nächsten Runde teuer zu stehen kommen. Was Wien dem Iran gab, war das Gefühl, dass sie mit ihrem Ansatz nah dran gewesen waren. Noch ein Versuch, besser ausgeführt, und das Ergebnis wäre anders ausgefallen. Was Wien dem Mossad gab, war etwas wesentlich Nützlicheres. Ein detailliertes Bild davon, wie der iranische Geheimdienst seine europäischen Operationen strukturierte, wie er lokale Informanten rekrutierte, wie er Geld bewegte und, ganz entscheidend, wie er Ziele identifizierte. Jedes Detail dieses Bildes würde in den folgenden Monaten und Jahren genutzt werden. Der Iran verließ Wien in der Annahme, dass er nah dran gewesen sei. Der Mossad verließ Wien mit dem genauen Wissen, wie der Iran vorging. Der Unterschied zwischen diesen beiden Schlussfolgerungen würde jede folgende Runde bestimmen. Wien erteilte dem Iran eine Lektion. Aber haben sie daraus gelernt? Oder haben sie ihren nächsten Fehler einfach nur noch größer gemacht? Wien hatte dem Iran nicht das beigebracht, was dieser zu glauben glaubte. Was sie aus dem ersten Fehlschlag mitnahmen, war eine taktische Erkenntnis. Die Operation hatte sich auf einen lokalen Informanten gestützt, der sich als unzuverlässig erwiesen hatte. Und die Methode, ein über einen Mittelsmann verabreichtes Kontaktgift, wies zu viele Schwachstellen zwischen der Waffe und dem Ziel auf. Die Lektion war, was Teheran betraf, klar: den Mittelsmann ausschalten. Einen ausgebildeten Agenten vor Ort einsetzen. Eine Methode anwenden, die keine Zusammenarbeit von jemandem erforderte, der die Nerven verlieren könnte. Sie verbrachten 2 Jahre damit, ihren Ansatz neu zu entwickeln. Und bis zum Jahr 2005 hatten sie etwas, von dem sie glaubten, dass es wesentlich solider sei. Die zweite Operation war Athen. Hier ist, was die iranische Seite diesmal zu wissen glaubte. Innerhalb des griechischen Geheimdienstes, des Hellenic National Intelligence Service, hatte der Iran eine Quelle aufgebaut. Kein Portier mit Spielschulden. Ein Profi. Ein Offizier mit Zugang zu operativen Informationen, Reiseplänen und der Art von Koordinationsdaten, die zwischen verbündeten Diensten ausgetauscht wurden, wenn eine ausländische Geheimdienstpersönlichkeit griechisches Territorium durchquerte. Die Quelle war über mehrere Jahre hinweg aufgebaut worden. Er galt als zuverlässig. Und Anfang 2005 lieferte er etwas, das der iranischen Seite genau wie die Art von Informationen erschien, die ihnen in Wien gefehlt hatten. Eine bestätigte Reiseroute. Dagan würde durch Athen reisen. Sie hatten ein Datum, einen groben Zeitrahmen und eine Route. Der Iran wusste nicht, dass die Route für sie konstruiert worden war. Der Mossad hatte den Informanten innerhalb des griechischen Geheimdienstes schon lange vor Beginn der Planungen für Athen identifiziert. Anstatt den Informanten sofort stillzulegen, traf der Mossad eine andere Entscheidung. Der Informant war wertvoller, wenn er an Ort und Stelle blieb und kompromittierte Informationen lieferte, als wenn er stillgelegt würde. Also ließen sie ihn weitermachen. Und als die Zeit gekommen war,
nutzten sie ihn. Die Route, die über die griechische Quelle zum iranischen Geheimdienst gelangte, war in ihren groben Zügen real. Dagan würde sich tatsächlich während des von ihnen identifizierten Zeitfensters in Athen aufhalten. Aber die konkreten Details stimmten nicht. Die Straße, der Zeitpunkt, die Fahrtrichtung. Jede Variable, die ein Scharfschütze für einen Schuss benötigen würde, war stillschweigend angepasst worden, bevor die Informationen den Mossad verließen. Der Iran erhielt die Route und begann darauf aufzubauen. Sie wählten einen Scharfschützen aus, einen einzigen ausgebildeten Schützen. Kein Team, keine komplexe Operation mit vielen beweglichen Teilen, sondern einen Profi mit einer Langstreckenwaffe und einer Position, von der aus er die Route überblickte, auf der Dagan ihrer Meinung nach fahren würde. Der Schütze identifizierte ein Dach mit freier Sicht auf die betreffende Straße, berechnete die Winkel, bestätigte die Entfernungen und machte es sich bereit zu warten. Er wartete 6 Stunden lang. Das Fahrzeug mit Dagan fuhr auf einer völlig anderen Straße vorbei. Nicht die Straße einen Block weiter. Keine kleine Abweichung. Eine komplett andere Route durch einen anderen Teil der Stadt. Die Position des Scharfschützen war von dem Moment an irrelevant, als er sie einnahm. Er hatte auf eine Straße gezielt, auf der sein Ziel niemals fahren würde. Basierend auf Informationen, die so manipuliert worden waren, dass er genau dort landete, wo der Mossad ihn haben wollte. Sichtbar, unbeweglich und wartend. Der Scharfschütze gab schließlich seine Position auf und ging. 3 Stunden später wurde er verhaftet. Die Verhaftung war kein Zufall und auch nicht das Ergebnis routinemäßiger griechischer Polizeiarbeit. Von einem Café direkt gegenüber dem Gebäude aus, das der Scharfschütze genutzt hatte, hatte ein Mossad-Offizier alles beobachtet. Er hatte beobachtet, wie der Schütze ankam. Er hatte beobachtet, wie er sich in Stellung brachte. Er hatte beobachtet, wie er wartete, merkte, dass nichts passierte und ging. Und dann, von einem Tisch am Fenster mit einer Tasse Kaffee, die er nicht angerührt hatte, tätigte er einen anonymen Anruf bei den griechischen Behörden. Er beschrieb einen Mann. Er nannte einen Ort. Er lieferte genügend Details, um die Festnahme unkompliziert zu machen. Und dann bezahlte er seinen Kaffee und ging. Die griechischen Behörden nahmen den Scharfschützen innerhalb einer Stunde fest. Öffentlich wurde die Festnahme stillschweigend abgewickelt. Keine Pressekonferenz, keine offizielle Erklärung darüber, wer er war oder für wen er arbeitete. Die griechische Regierung hatte kein Interesse an einem diplomatischen Zwischenfall mit Teheran wegen einer Angelegenheit, die sie nicht vollständig erklären konnte, ohne preiszugeben, wie es zu der Festnahme gekommen war. Der Schütze wurde verhört und schließlich über Kanäle freigelassen, die nie öffentlich gemacht wurden. Der Iran bestätigte die Festnahme nicht offiziell. Sie bestätigten den Mann nicht. Doch der Schaden beschränkte sich nicht auf einen festgenommenen Scharfschützen. Der griechische Informant, der Offizier innerhalb des griechischen Geheimdienstes, der die Route an den iranischen Geheimdienst weitergegeben hatte, war nun bekannt. Seine Enttarnung war die direkte Folge der Operation, die er ermöglicht hatte. Der Mossad hatte ihn während der Planungsphase in Athen identifiziert und konnte nun seinen Zugang, seine Kommunikationsmethoden und seine Kontaktpersonen auf iranischer Seite dokumentieren. Er wurde stillschweigend aus allen Positionen entfernt, in denen er Zugang zu sensiblen Informationen hatte. Irans Infiltration des griechischen Geheimdienstes, ein Informant, den sie jahrelang aufgebaut hatten, war dahin. Nicht durch ein Leck auf ihrer eigenen Seite enttarnt, sondern durch die Operation, die sie um ihn herum aufgebaut hatten. Die gescheiterte Athener Operation enthüllte auch etwas Wichtiges über die Grenzen des europäischen Geheimdienstnetzwerks des Iran, das über den Verlust eines einzigen Informanten hinausging. Die Unterwanderung des griechischen Geheimdienstes war das Ergebnis jahrelanger geduldiger Aufbauarbeit. Nicht nur was den Offizier selbst betraf,
sondern auch den Zugang, den er zu den Koordinationskanälen zwischen den NATO-nahen Diensten ermöglichte. Dieser Zugang war nun weg. Und mit ihm ging auch die Fähigkeit des Iran verloren, bestimmte Kategorien des Geheimdienstverkehrs zu überwachen, die nützlich gewesen waren, um die Bewegungen israelischer Beamter in Südeuropa zu verfolgen. Der Verlust war sowohl operativer als auch struktureller Natur. Athen hatte den Iran mehr gekostet als einen Scharfschützen und eine Quelle. Es hatte ihnen eine Kategorie von Geheimdienstzugängen gekostet, die sie nicht so leicht ersetzen konnten. Die Operation in Athen weist eine besondere Grausamkeit auf, die es wert ist, näher betrachtet zu werden. Der Scharfschütze hatte nach den Maßstäben seiner Ausbildung und seines Einsatzbriefings alles richtig gemacht. Er hatte eine geeignete Position ausgewählt. Er hatte seine Sichtlinien überprüft. Er war früh angekommen und hatte diszipliniert gewartet. Das Problem lag nicht in seiner Ausführung. Das Problem waren die Informationen, die man ihm gegeben hatte. Informationen, die von Anfang an darauf ausgelegt waren, genau das Ergebnis zu erzielen, das sie erzielten. Einen ausgebildeten Agenten, der 6 Stunden lang auf einem Dach saß und auf ein Auto wartete, das niemals kam. Das ist kein Versagen der Spionagetechnik. Das ist eine Falle. Der Unterschied ist wichtig, weil er uns Aufschluss darüber gibt, wie der Mossad dachte. Sie verteidigten nicht einfach nur Dagan. Sie nutzten jeden Anschlag auf sein Leben als Gelegenheit, Informationen zu sammeln, Informanten zu entlarven und die operativen Kapazitäten des Iran in Europa zu schwächen. Jede gescheiterte Operation war aus Sicht des Mossad nicht nur ein defensiver, sondern auch ein offensiver Erfolg. Der Iran verschwendete Ressourcen, opferte Informanten und lieferte dem Mossad eine detaillierte Karte seines europäischen Netzwerks und erhielt dafür nichts als Schweigen und Verwirrung. Das ist der strukturelle Grund, warum der Iran immer wieder verlor. Nicht, weil ihre Operationen für sich genommen schlecht durchgeführt wurden, sondern weil jede ihrer Operationen auf Informationen basierte, die der Mossad entweder geliefert, beeinflusst oder kompromittiert hatte. In Wien hatten sie einen Informanten rekrutiert, den der Mossad bereits unter Kontrolle hatte. In Athen hatten sie eine Route erhalten, die der Mossad absichtlich ausgearbeitet hatte. In beiden Fällen war das Fundament der Operation bereits morsch, bevor ein einziger Agent auch nur einen Schritt gemacht hatte. Am Ende der Athen-Operation hatte der Iran einen ausgebildeten Scharfschützen verloren, einen seit langem gepflegten Informanten innerhalb des griechischen Geheimdienstes. Und das, was von ihrem Vertrauen noch übrig war, dass das Problem rein taktischer Natur sei. Die Beweise deuteten zunehmend auf etwas Strukturelles hin. Etwas, das sie nicht beheben konnten, indem sie einen besseren Schützen oder eine sauberere Route wählten. Sie waren noch nicht bereit, das zuzugeben. 2 Versuche, 2 Fehlschläge. Jedes Mal war der Iran sicher, dass sie genug hätten. Jedes Mal war das nicht der Fall. Woher also bezog Dagan seine Informationen? Und wie tief reichte die undichte Stelle tatsächlich? Nach Athen wurde es 4 Jahre lang still um den Iran. Das war keine Untätigkeit. Es war eine Neuausrichtung. Die Geheimdienstabteilung der IRGC hatte nun 2 Operationen gegen dasselbe Ziel durchgeführt und war zweimal gescheitert. 2 Informanten waren aufgeflogen, ein Scharfschütze verhaftet, eine Finanzspur aufgezeichnet. Und immer noch keine klare Erklärung dafür, wie die Operationen kompromittiert worden waren. Die nach Athen erstellten internen Auswertungen deuteten auf eine unangenehme Schlussfolgerung hin. Etwas in ihrem europäischen Netzwerk war nicht sauber. Sie wussten noch nicht was. Sie wussten noch nicht, wie tief es reichte. Also änderten sie alles. Neue Geografie, neues Personal, neue Methoden. Ein Neuanfang, soweit es ihnen möglich war, einen solchen zu schaffen. Die 3. Operation war Bangkok.
2009. Hier ist, was die iranische Seite diesmal glaubte. Und zum ersten Mal war einiges von dem, was sie glaubten, tatsächlich richtig. Die Vorbereitungen für Bangkok waren anders als alles, was der Iran zuvor für Dagan unternommen hatte. 7 Monate, keine Wochen, Monate. Ein vollständiger operativer Planungszyklus, der die Auswahl des Personals, die Erstellung von Tarnidentitäten, den Aufbau von Logistikketten, die Festlegung von Methoden und die Durchspielung von Notfallszenarien umfasste. 4 Agenten wurden ausgewählt. Keine lokalen Informanten. Keine Vermittler, die über Auswanderernetzwerke rekrutiert wurden. Ausgebildete Geheimdienstoffiziere der IRGC, die speziell für diese Mission ausgewählt wurden und 2 separate Protokolle für die Eliminierung erhielten. Gift für eine saubere Operation, falls sich die Gelegenheit in einer kontrollierten Umgebung bot. Und Schusswaffen für eine härtere Option, falls die Umstände dies erforderten. 2 Pläne, 2 Ausrüstungssätze, 4 Männer, die genau wussten, wozu sie dort waren. Sie reisten über einen gestaffelten Zeitraum mit Touristenvisa nach Thailand ein, um bei der Grenzkontrolle kein Muster zu hinterlassen. Sie zogen in getrennte Unterkünfte. In der Öffentlichkeit nahmen sie keinen Kontakt miteinander auf. Als sich das operative Zeitfenster öffnete, waren sie in Position und, soweit sie wussten, völlig unsichtbar. Und Dagan war in Bangkok. Tatsächlich in Bangkok. Diesmal waren die Informationen nicht erfunden, nicht angepasst, nicht von einer kompromittierten Quelle geliefert worden. Er war da. Das iranische Team hatte die richtige Stadt, den richtigen Zeitrahmen und ein Ziel, das physisch anwesend war. Alles, was der Iran aus den beiden vorherigen Fehlschlägen gelernt hatte, schien endlich zu ihren Gunsten zu werden. Der Mossad wusste seit 4 Tagen von dem Team. Die Quelle innerhalb des iranischen Geheimdienstes, dieselbe Quelle, deren Existenz Teheran erst 2 Jahre später entdecken sollte, hatte die Informationen bereits in der Planungsphase weitergegeben. Keine allgemeine Warnung, konkrete Details, die Anzahl der Agenten, die Tarnidentitäten, unter denen sie reisten, das Zeitfenster für die Operation und das 2-Methoden-Protokoll. 4 Tage bevor das Team in Position war, hatte Dagans Sicherheitsapparat ein vollständiges Bild davon, was auf sie zukam. Was sie mit diesen Informationen machten, ist der Teil dieser Geschichte, der am deutlichsten zeigt, wie Dagan dachte. Er sagte die Reise nicht ab. Er änderte den Reiseplan nicht. Er verstärkte seine sichtbare Sicherheitspräsenz nicht in einer Weise, die dem iranischen Team signalisieren könnte, dass etwas nicht stimmte. Er reiste wie geplant nach Bangkok, bewegte sich durch die Stadt und ließ die Operation ablaufen. Die Überlegung war präzise. Wenn das Team zurückgerufen worden wäre, durch ein Eingreifen des Mossad, durch eine Änderung in Dagans Zeitplan, durch irgendetwas, das wie eine Störung von außen gewirkt hätte, wären sie untergetaucht. Sie wären in den Iran zurückgekehrt. Die Tarnidentitäten wären aufgegeben worden. Das Personal wäre neu eingesetzt worden. Und in 6 Monaten oder einem Jahr wäre irgendwo anders ein neues Team aufgetaucht. Und der Mossad hätte den Geheimdienstzyklus wieder von vorne beginnen müssen. Aber wenn das Team seine Arbeit fortsetzen durfte, wenn es seine Einsatzpositionen einnehmen und sich voll und ganz der Mission widmen durfte, dann wäre jeder Schritt, den sie unternahmen, für die thailändische Spionageabwehr sichtbar, die stillschweigend informiert worden war und zusah. Die thailändischen Behörden griffen während der Operation selbst nicht ein. Sie beobachteten. Sie dokumentierten. Sie zeichneten die Bewegungen des Teams auf, ihre Kommunikationsmuster, ihre Kontaktpunkte, ihre Todstellen. Als das operative Zeitfenster schloss und die 4 Männer sich auf den Weg zum Ausgang machten, hatte der thailändische Spionageabwehrdienst ein vollständiges operatives Bild eines aktiven IRGC-Attentatsteams auf thailändischem Boden zusammengestellt. Die Festnahmen erfolgten am Flughafen.
Alle 4 Agenten wurden am Abfluggate festgenommen, innerhalb weniger Stunden nacheinander, als sie versuchten, das Land zu verlassen. Die Operation verlief reibungslos. Keine Konfrontation, keine öffentliche Szene. Die Männer wurden ohne großes Aufsehen abgefertigt und die thailändische Regierung gab einige Tage später eine Erklärung heraus, in der sie die Festnahmen als Inhaftierung von Personen beschrieb, die der Beteiligung am illegalen Waffenhandel verdächtigt wurden. Der Iran wurde nicht erwähnt. Der Mossad wurde nicht erwähnt. Meir Dagan wurde nicht erwähnt. Teheran bekannte sich nicht zu seinen Agenten. Offiziell existierten die 4 Männer in keiner jemals veröffentlichten iranischen Regierungsakte. Sie mussten sich ohne diplomatische Unterstützung im thailändischen Rechtssystem zurechtfinden, was deutlich machte, wie sehr Teheran den Grundsatz der Leugnungsfähigkeit über das Wohlergehen der von ihm entsandten Personen stellte. Was Bangkok mehr als jede der vorherigen Operationen zeigte, war die Asymmetrie, die diesem ganzen Konflikt zugrunde lag. Der Iran versuchte ein taktisches Problem zu lösen, die Beseitigung eines Mannes, während der Mossad eine strategische Operation durchführte. Jedes Mal, wenn der Iran Ressourcen für einen Mordversuch einsetzte, verwandelte der Mossad diesen Einsatz in Geheimdienstinformationen. Der Mordversuch war nur die Oberfläche. Das Sammeln von Geheimdienstinformationen war das eigentliche Ziel. Dagan überlebte diese Operationen nicht einfach nur. Er leitete sie. Nach Wien und Athen hatte die iranische Nachbetrachtung beide Misserfolge auf die Unzuverlässigkeit von nicht-iranischem Personal zurückgeführt. Einen lokalen Gepäckträger, einen ausländischen Geheimdienstoffizier. Bangkok war ihre Antwort auf diese Schlussfolgerung. Ein in sich geschlossenes Team aus geprüften IRGC-Offizieren, das nicht auf externe Informanten angewiesen war. Es war eine logische Reaktion auf die Lehren, die sie zugezogen glaubten. Das Problem war, dass der eigentliche Grund für das Scheitern der beiden vorangegangenen Operationen nichts mit der Nationalität ihrer Informanten zu tun hatte. Es ging um die Quelle innerhalb ihrer eigenen Planungsstruktur. Und kein noch so großer Austausch lokaler Mittelsmänner durch IRGC-Offiziere würde dieses Leck schließen können. Die strategischen Folgen von Bangkok waren wesentlich schwerwiegender als die von Wien oder Athen. In Wien hatte der Iran einen lokalen Informanten und eine Finanzspur verloren. In Athen einen Scharfschützen und eine Quelle innerhalb des griechischen Geheimdienstes. In Bangkok verloren sie ihre wichtigste operative Kapazität in Südostasien. 4 hochrangige Agenten, deren Tarnidentitäten, Kommunikationsmethoden und Einsatzprotokolle nun in den Händen der thailändischen Spionageabwehr und durch den Briefingprozess des Mossad lagen. Noch bedeutender war, dass Bangkok dem Mossad eine vollständige Einsatzkarte darüber lieferte, wie der Iran Personen, Ausrüstung und Anweisungen durch die Region bewegte. 3 Runden. 3 Fehlschläge. Und jeder Fehlschlag hatte den Iran mehr gekostet als der vorherige. Dagan ging 2011 in den Ruhestand. Und hier ist die Frage, die dich einen Moment innehalten lassen sollte: Warum sollte der Iran weiterhin einen Mann jagen, der nicht mehr an der Macht war? Die Antwort auf diese Frage beginnt mit einer Kalkulation, die aus Teherans Sicht absolut Sinn ergab. Meir Dagan war im Januar 2011 als Direktor des Mossad in den Ruhestand getreten. Die Amtsübergabe war formell, dokumentiert, öffentlich. Er gab Interviews. Er trat bei Veranstaltungen auf. Er kritisierte offen die Iran-Politik der israelischen Regierung. Etwas, das er während seiner Amtszeit nicht hätte tun können. Nach allen sichtbaren Maßstäben war er ein ehemaliger Beamter, der ein Privatleben führte. Er leitete keine Operationen mehr. Er dirigierte keine Informanten mehr. Er war nicht mehr der Architekt von irgendetwas. Aus der Sicht des Iran veränderte dies die Gleichung grundlegend. Als Dagan Direktor war ein Anschlag auf ihn mit enormen institutionellen Kosten verbunden. Die gesamten Ressourcen des Mossad, Überwachung,
Spionageabwehr, das weltweite Netzwerk von Informanten, die Koordination mit verbündeten Diensten. All das war, zumindest teilweise, auf seinen Schutz ausgerichtet. Er bewegte sich mit dem vollen Gewicht eines aktiven Geheimdienstes im Rücken. Der Versuch, ihn zu erreichen, bedeutete den Versuch, diesen gesamten Apparat zu durchdringen. Im Ruhestand, so argumentierten sie, würde dieser Apparat zurückgefahren werden. Er würde über Personenschutz verfügen, vielleicht eine kleine Sicherheitsmannschaft, aber die institutionelle Infrastruktur, die ihn 9 Jahre lang unantastbar gemacht hatte, würde nicht mehr in vollem Umfang für ihn eingesetzt werden. Nach ihrer Einschätzung war er so ungeschützt wie nie zuvor. Sie beschlossen zu handeln. Die 4. Operation fand in London statt, im Jahr 2012. Als Mittel wählten sie eine libanesische Zelle, die bereits im Vereinigten Königreich operierte. Dies war kein eigens für die Mission zusammengestelltes Team, wie es in Bangkok der Fall gewesen war. Es handelte sich um ein bestehendes Netzwerk. Personen mit etablierten Tarnungen, scheinbar legitimen Leben in London und eine Art langfristige Aufenthaltsdauer, die sie für die routinemäßige Spionageabwehr praktisch unsichtbar machte. Sie waren schon seit Jahren vor Ort. Sie kannten die Stadt. Sie verfügten über die Infrastruktur. Ihre Aufgabe bestand darin, ein operatives Bild von Dagans Bewegungen in London zu erstellen. Überwachung, Routenplanung, Musteranalyse. Die Zelle begann, seinen Zeitplan zu überwachen. Wohin er ging, wann er dorthin ging, welche Routen er nahm, welche Orte günstige Gelegenheiten boten. Sie gingen akribisch vor. Wochenlange Beobachtungen flossen in die Erstellung eines Profils ein, auf dessen Grundlage ein endgültiger Einsatzplan ausgearbeitet werden konnte. Sie wussten nicht, dass der MI6 dasselbe Profil mitverfolgte, während sie es erstellten. Der Mossad hatte die Zelle identifiziert und die Informationen an den britischen Geheimdienst weitergegeben. Der Zeitpunkt dieser Weitergabe, genau wann der Mossad davon wusste und wann er den MI6 informierte, wurde nicht veröffentlicht. Bekannt ist jedoch, dass der britische Geheimdienst, als die Zelle bereits tief in ihrer Überwachungsphase steckte, ein klares Bild davon hatte, wer sie waren, was sie taten und worauf sie sich vorbereiteten. Die Festnahmen wurden mit der besonderen Diskretion durchgeführt, die die Arbeit der britischen Spionageabwehr in ihrer effektivsten Form auszeichnet. Keine Razzien, keine bewaffneten Auseinandersetzungen, keine Pressekonferenzen. Die Mitglieder der Zelle wurden stillschweigend festgenommen, auf legalem Wege abgewickelt und die gesamte Operation wurde ohne öffentlichen Wirbel abgeschlossen, sodass die meisten Menschen gar nicht mitbekamen, dass sie stattgefunden hatte. Es gab keine offizielle Erklärung, die die Festnahmen mit dem Iran, dem Mossad oder einem bestimmten Ziel in Verbindung brachte. Die öffentlichen Aufzeichnungen zu London 2012 sind bewusst spärlich. Dagan wurde erst nach den Festnahmen über die Londoner Operation informiert. Von den 4 Anschlägen auf sein Leben, Wien, Athen, Bangkok, London, soll er diesen als den einzigen beschrieben haben, der ihn wirklich überrascht hat. Nicht, weil er näher gekommen war als die anderen. Nicht, weil die Zelle fähiger oder die Planung ausgefeilter gewesen wäre, sondern wegen des Zeitpunkts. Die anderen hatten stattgefunden, während er Direktor war, als die gesamte Maschinerie des Mossad aktiv auf seinen Schutz ausgerichtet war. London kam 1 Jahr, nachdem er sein Amt niedergelegt hatte, als er nicht mehr in diese Maschinerie eingebunden war. Als die Annahme, offenbar seine eigene, galt, dass die institutionelle Motivation, ihn zu töten, zusammen mit seiner institutionellen Rolle nachgelassen hätte. Damit hatte er sich getäuscht. Und die Tatsache, dass er sich in etwas täuschen konnte, dass ein Mann, der 9 Jahre lang im Zentrum der aggressivsten Geheimdienstkampagne der Welt operiert hatte, immer noch von einer Entscheidung Teherans über ihn überrascht werden konnte, dieses Detail sagt etwas Wichtiges darüber aus, wie der Iran begriff, wofür Dagan stand. Er war kein Ziel wegen seines Titels. Er war ein Ziel wegen dem, was er getan hatte. Und was er getan hatte,
war für den Iran nicht weniger gefährlich geworden, nur weil er seinen Dienstausweis abgegeben hatte. Nun zum letzten Teil. Durch alle 4 Operationen, Wien, Athen, Bangkok, London, zieht sich ein roter Faden, den der Iran erst erkannte, als es fast schon zu spät war. Die Quelle. Der Maulwurf. Die Person innerhalb der iranischen Geheimdienststruktur, deren Informationen den Mossad vor Beginn jeder Operation erreicht hatten. Der Iran entdeckte die undichte Stelle im Jahr 2011. Der genaue Mechanismus dieser Entdeckung wurde nie öffentlich bestätigt. Ob es durch eine technische Abhörung, eine Überprüfung durch den Spionageabwehrdienst oder einen konkreten operativen Fehler geschah, der auf einen kompromittierten Planungskanal hindeutete. Bekannt ist, dass der iranische Geheimdienst bis 2011 mit hinreichender Sicherheit zu dem Schluss gekommen war, dass ihre operative Planung unterwandert worden war. Sie leiteten eine interne Untersuchung ein. Die Quelle verschwand 72 Stunden vor der Verhaftung, nicht danach, nicht währenddessen. Vorher. Als hätte die Quelle gewusst, dass die Ermittlungen immer näher rückten und als hätte sie eine Gelegenheit erhalten oder gefunden, um zu verschwinden. Sie war verschwunden, bevor die iranischen Sicherheitsdienste sie erreichen konnten. Der Name dieser Person bleibt geheim. Keine Regierung hat ihre Identität bestätigt, kein Bericht hat sie namentlich genannt. Was sie dem Mossad in den Jahren ihrer Tätigkeit im Rahmen von 4 separaten Operationen in 4 verschiedenen Ländern geliefert haben, ist der mit Abstand folgenreichste Teil der gesamten Geschichte. Ohne diese Quelle hätte Wien vielleicht funktioniert. Athen hätte vielleicht funktioniert. Bangkok hätte mit ziemlicher Sicherheit funktioniert. 4 ausgebildete Agenten, korrekte Informationen über den Aufenthaltsort des Ziels, 2 Methoden zur Ausschaltung. Ohne die 4-tägige Vorwarnung wäre Dagan in Bangkok gewesen, ohne zu wissen, dass das Team dort war. Tritt jetzt einen Schritt zurück und schau dir an, was 4 gescheiterte Operationen tatsächlich bewirkt haben. Der Iran hat 11 Jahre lang in 4 Ländern Informanten, ausgebildete Agenten und staatliche Ressourcen gegen ein einziges Ziel eingesetzt. Die menschlichen Kosten, festgenommene Informanten, inhaftierte Agenten, enttarntes Personal, sind in den Einsatzprotokollen aller verbündeten Geheimdienste dokumentiert, die an der Reaktion auf jeden Versuch beteiligt waren. Und im Gegenzug erhielt der Iran etwas, womit er nicht gerechnet hatte. Er lieferte dem Mossad detaillierte Aufzeichnungen über seine Rekrutierungsmethoden in Europa, seine finanzielle Infrastruktur, seine Einsatzprotokolle in Südostasien und die Identitäten seiner fähigsten Mitarbeiter vor Ort. Jede Operation, die sie durchführten, um Dagan zu töten, verschaffte dem Mossad ein vollständigeres Bild davon, wie der iranische Geheimdienst tatsächlich arbeitete. Jedes Mal, wenn der Iran eine Operation durchführte, war er gezwungen, Aktivitäten zu generieren. Geldtransfers, Personalbewegungen, Kommunikation zwischen Kontaktpersonen und Agenten, Koordination innerhalb der Geheimdienstabteilung der IRGC. All diese Aktivitäten waren beobachtbar. All das erzeugte Daten. Und der Mossad sammelte diese Daten in Echtzeit, indem er jeder Operation einen Schritt voraus war, anstatt sie einfach nur abzuwehren. Und das unter Bedingungen, unter denen der Iran glaubte, sicher zu operieren. Der Iran hatte es nicht nur versäumt, Meir Dagan zu töten. Er hatte der von ihm aufgebauten Organisation über 11 Jahre hinweg eine umfassende Ausbildung im Geheimdienstbereich erteilt. Vollständig von Teheran bezahlt, vollständig gegen Teherans eigene Interessen durchgeführt. Die Jagd kostete den Iran am Ende weit mehr, als seine Eliminierung ihnen jemals hätte einbringen können. 4 Versuche, 4 Fehlschläge und eine Karte ihres eigenen Netzwerks, von ihnen selbst gezeichnet. Operation für Operation, direkt an die Leute geliefert, die sie zu vernichten versuchten.